Leute, 2 Tage noch, dann haben wir es geschafft, das Jahr ist rum. Und ich habe was für euch, wenn ihr sagt, boah, ich wollte die Silvesterparty organisieren und ich bin noch nicht ganz fertig geworden, dann gibt es einen Hack in ChatGPT, der rettet euch das Ding und es ist ein geiler Workflow, perfekt für den Jahresabschluss. Aber jetzt erstmal... Na gut. Zuerst einmal ein wirklich großes Dankeschön. Für uns war das ein geiles YouTube-Jahr und ich mache das jetzt schon echt ein paar Tage und wir haben dieses Jahr ein mega Wachstum dank euch hingelegt auf YouTube und es macht richtig viel Spaß mit den Kommentaren. Und auch mein Team von Blackboard sagt Danke. Die haben zwar nichts direkt mit YouTube zu tun, aber wir produzieren hier im Hintergrund, wir sind hier im Studio und die rödeln halt auch und die kommen natürlich mit den ganzen Ideen hier für ChatGPT und Co. Insofern dickes Dankeschön von uns hier. Und jetzt geht's an die perfekte Vorbereitung für Silvester. Wenn ihr noch nicht fertig seid, habt ihr jetzt noch 2 Tage Zeit und mit KI ist es kein Problem. Ihr könnt die 2 Tage einfach chillen und in 5 Minuten habt ihr die komplette Silvesterparty organisiert. Ich zeige euch, wie ihr, und das ist eine häufige Frage, kann ChatGPT mir auch ein PDF, eine PowerPoint, ein Excel machen und ich möchte euch an dem Beispiel hier zeigen, wie ihr natürlich eine Silvesterparty organisieren könnt, aber auch viele andere Dinge. Es geht darum, ein PDF am Ende zu haben, eine Grafik in dem PDF zu haben, ein QR-Code, der auf wirklich auch einen Link verweist, den ihr auch einsetzen könnt, eine Tabelle und. Und das alles eben an einem Platz. Das ist jetzt natürlich auch im übertragenen Sinne. Ihr könnt es für die Arbeit verwenden und da eben etwas generieren, was ihr am Ende braucht. Legen wir mal los. Ich habe nur noch 2 Tage Zeit, ich will eine Silvesterparty machen und ich habe total vergessen, die Einladung zu schreiben für meine 30 Freunde, die kommen wollten. Und ich wollte, weil ich keine Zeit mehr habe und ich will ehrlich gesagt chillen, dass jeder was kocht, wir alles was machen. Ich brauche noch einen Einladungstext und einen groben Ablauf, was wir vorhaben. Ich möchte also mit dir Schritt für Schritt vorgehen und erstmal, dass du mir die Idee für den Abend schreibst, was wir machen. Ganz grober Ablauf. 18 Uhr geht's los, 0 Uhr ist logischerweise anstoßen. Und das Motto soll sein, More Champagne in 25. Ist noch nicht so kreativ, aber nach dem Motto, mehr ist mehr. Wir haben jetzt einen Einladungstext, das alte Ei jagt sich im Ende und so weiter. Und wir nehmen jetzt diesen Einladungstext und lassen uns damit ein passendes Banner generieren. Das ist das, was ich brauche. Ich möchte das Banner oben im PDF haben. Super, den Einladungstext finde ich mega, richtig gut. Lass uns daraus ein Banner generieren, den ich quasi oben in ein PDF drüberlegen kann, aus dem klar wird, worum es hier geht an dem Abend, also More Champagne und Silvester. Und genau, ich möchte einen schönen Vorschlag von dir hier. Bild wird erstellt. Ja, ist ganz okay, finde ich eigentlich ganz nice, hat so ein bisschen was von The Great Gatsby. Ja, mag ich. Sehr cool. Lass uns damit weiterarbeiten. Dann brauche ich jetzt eine Übersicht von dir. Wir haben ja das Buffet geplant und wir sind in Summe wahrscheinlich so 30 Leute. Das heißt, jeder kann ein bisschen was mitbringen. Ich würde sagen, die Hälfte der Leute sollen so Fingerfood mitbringen und die andere Hälfte bringt irgendwie so Snacks und Getränke mit. Ganz, ganz grob. Mach mal eine Liste an Sachen, für die man sich eintragen kann, die ich als Excel kopieren kann. Also wirklich eine saubere Tabellenübersicht, mit der ich weiterarbeiten kann, runterladen, wie auch immer. Das ist jetzt relativ unpräzise. Ich könnte jetzt ja noch deutlich spezifischer werden und sagen, was ich haben möchte. Ich könnte sagen, wie viele Leute was machen sollen. ChatGPT kann halt nicht perfekt rechnen, muss man ganz klar sagen. Aber mir geht es nur darum, euch zu zeigen, ich nehme jetzt diese Tabelle und speichere mir die in einem Google Doc ab, teile den Link quasi für jeden, der den Link hat. Das ist alles nicht so schwer, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ich mache das hier gleich. Und dann lasse ich mir einen QR-Code erstellen, den ich am Ende mit in den PDF haben möchte. So, wenn ihr jetzt immer noch am Sofa liegt und sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll, dann drückt einfach mal auf Abonnieren, dann habt ihr den Kanal und kriegt immer auch die neuen Videos. Macht diese Glocke an, damit ihr benachrichtigt werdet. Und das sind Videos zum Teilen in der Firma, damit alle bei euch in der Firma auch damit arbeiten können. Also, teilt's. Und jetzt geht's weiter. Kannst du mir die als Tabelle zum Download geben? Die Tabelle ist fertig und kann hier heruntergeladen werden. Das ist einfach so geil, ne? Ich habe mich noch nicht mehr wegbewegt. So, einmal runterladen. Die lade ich mir direkt in Google Drive einfach rein. Hochladen. Silvester-Buffet-Übersicht. Fertig, ne? Gehe in meinen Drive. Zuletzt verwendet. Silvester-Buffet-Übersicht. Schon geil. Da ist meine fertige Tabelle. Sag freigeben, eingeschränkt, ändert ihr auf jeder, der über den Link verfügt, kopiert diesen Link, geht zurück in ChatGPT und sagt
Mega, danke dir. Hier ist jetzt der Link zum finalen Dokument. Ich habe das in Google Sheets geladen. Kannst du mir einen QR-Code generieren, den man abfotografieren kann und dann öffnet das genau diesen Link? Das bauen wir jetzt hier noch mit rein. Einsetzen. Wird analysiert. Ach, das ist aber herrlich, ne? Hat noch nie gesagt, nee, kann ich nicht. Und das zeigt für mich, wo die Reise halt hingeht. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sehe halt, dass hier das Operating System der Zukunft kommt. Also dass Large Language Models viel besser mit uns interagieren können, als wir das mit Maus und Tastatur am Computer machen können. Das ist einfach irre geil. Hier ist jetzt der QR-Code zum Runterladen. Ganz geil, ich gucke es mir mal an. Nice. Kann mal jemand von euch den QR-Code scannen? Ja, welchen Teil willst du übernehmen? Hähnchen oder Pasta? Nachos. Nachos. Perfekt. Und jetzt möchte ich, dass du mir aus dem Titelbild darunter den Einladungstext mit der Startzeit 18 Uhr und ganz grob, was wir vorhaben, und das soll natürlich so ein bisschen mit Augenzwinkern sein, die grobe Agenda für den Abend, Champagne, Champagne, Champagne. Das Motto, mehr ist mehr. Und dann darunter den QR-Code. Bitte tragt euch ein für alles neben Champagner hier in der Liste zum Buffet. Und Musikideen dürfen auch in die Liste eingetragen werden. Und dann teaserst du noch die paar Musikideen mit ein, die dir noch dazu einfallen. Das möchte ich als ein PDF einmal haben. Ihr chillt euch wieder auf die Couch. Jetzt kommt ein Teil, da wird ChatGPT ein paar Mal sagen, funktioniert nicht, Fehler beim Analysieren. Entspannt euch. Meistens funktioniert's. Und das ist so die Vorstufe von dem, was ihr erleben werdet, vermutlich nächstes Jahr, dass es deutlich leichter gehen wird, solche Sachen zu generieren. Im Hintergrund wird ja Python-Code geschrieben, also da passiert schon relativ viel. Und wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, das ist irre. Früher musste man auf seinen Rechner einen PDF-Writer haben, Word öffnen, das rüber kopieren. Wahnsinn. So, das PDF ist da. Gucken wir nochmal. Ja, also geht designmäßig alles schöner, aber jetzt mal ganz ehrlich, für Sofa nicht verlassen und keine Ahnung von nix, here we go, damit kann man mal arbeiten, würde ich sagen. Also wir kriegen es mal hin, unsere Kumpels können sich eintragen und sagen, hier, ich bin bei Snacks dabei. Ihr könnt das natürlich komplett übertragen auf alle möglichen anderen Themen. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie baut ihr eine Chain of Thought auf, das heißt Schritt für Schritt Vorgehensweise, um das Ganze zu bekommen. Und ihr sagt vielleicht, hey, ich könnte das ja selber zusammenbauen, aber das ist nicht der Punkt. Mein Punkt ist der, man sieht daran, Large Language Models werden mehr und mehr zum Operating System. Das war ja die These, die wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Das heißt, wie ein Rechner, in dem ihr arbeitet und verschiedene Dinge tut und auf einmal ein Dokument erstellen könnt in dem System und dann runterladet. Und ich denke mal, nächstes Jahr werden wir deutlich mehr Features sehen, die dazu führen, dass das immer besser wird. Und das ist ja der Gedanke, den wir die ganze Zeit hatten. Ihr könnt das natürlich übertragen auf verschiedenste Use Cases, auch bei der Arbeit. Probiert es einfach mal aus, wie weit man das Ganze spinnen kann. Ich fand es schon ziemlich cool, einen QR-Code einfach zu generieren und den zu haben. Hilft mir total. Sonst musste man immer irgendwelche Seiten gehen. Jetzt geht es einfach auf, hey, mach mir daraus einen QR-Code, fertig. Why not? Und natürlich auch, die Grafiken werden immer besser und für eine Silvesterparty. Langt das allemal, Leute. Danke fürs Zuschauen, danke für 2024 und eure Kommentare. Und ich sage das nochmal und unterstreiche das doppelt mit Ausrufezeichen. Wenn ihr kommentiert und sagt, ich habe eine Videoidee, macht doch mal dazu was, dann machen wir das auch. Also macht es bitte. Das macht große Freude zu sehen mit euren Ideen und mehr Spaß fürs nächste Jahr. Danke fürs Zuschauen, danke für den Supercharged Sunday hier mit euch. Subscribt, teilt das Video bei der Arbeit, wenn ihr wieder fit seid nach Silvester. Und dann wünsche ich euch einen guten Rutsch und wir sehen uns nächstes Jahr.